Die amerikanischen Exportkontrollvorschriften gelten nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt, sobald US-Produkte im Spiel sind. Aber wie erkenne ich, ob mein Produkt unter US-Kontrolle steht? Genau das schauen wir uns heute an mit den 4 produktbezogenen Anknüpfungspunkten des US-Reexportkontrollrechts. Mein Name ist Ulrike, ich bin Juristin bei AIB und kenne das US-Reexportkontrollrecht wie ein Cowboy die Prärie. In diesem Video gebe ich praxisbewährte Tipps. Und einige Elemente im Video wurden mit KI erstellt. Mit Blick auf den Decision Tree des BIS sind wir immer noch bei Frage 1. Is your item subject to the EAR? Neben den personenbezogenen Anknüpfungspunkten gibt es noch objektbezogene Anknüpfungspunkte. Der zugehörige Paragraph lautet: You should first determine whether your commodities, software or technology is subject to the EAR. Hier gibt es 4 Anknüpfungspunkte, die wir uns jetzt der Reihe nach anschauen. Anknüpfungspunkt 1. Güter, die sich in den USA befinden oder durch die USA befördert werden. Ich denke, das ist recht klar. Also alles, was auf US-Boden ist, unterliegt dem dortigen Recht. Dazu muss ich nichts sagen, oder? Anknüpfungspunkt 2. Alle Güter, die in den USA gefertigt wurden, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Jack Daniels Whisky, Apple iPhone, Harley Davidson und mein persönlicher Favorit, KitchenAid. Diese Produkte sind US Origin Products im Anwendungsbereich der EAR. Das heißt aber nicht, dass ich für jedes dieser Produkte beim Reexport eine Genehmigung brauche. Das heißt erstmal nur, ich muss die EAR prüfen und im Decision Tree weitergehen. Anknüpfungspunkt 3. Güter, die außerhalb der USA hergestellt werden und einen bestimmten Anteil an kontrollierten US-Produkten beinhalten. Hier geht es um die sogenannte De Minimis Rule. Die kann richtig Ärger machen. Viele Unternehmen stürzen sich direkt auf die De Minimis Rule, weil sie US-Produkte verbauen. Dabei wollen sie wissen, falle ich überhaupt unter die EAR? Weil nur dann wollen sie sich überhaupt mit dem US-Reexportkontrollrecht beschäftigen. Eigentlich logisch, aber hier leider fatal. Man muss, und das ist kontraintuitiv, erst die Genehmigungspflichten nach den EAR allgemein verstehen, um dann beurteilen zu können, ob man durch verbaute US-Produkte überhaupt in den Anwendungsbereich der De Minimis Rule fällt. Beachtet man diese Reihenfolge nicht, sind Fehler vorprogrammiert. Das klingt verrückt, ist aber wirklich so. Deswegen spanne ich euch hier an dieser Stelle noch etwas auf die Folter. Im weiteren Verlauf schauen wir uns zunächst nur den Prüfprozess mit US-Produkten an. Hat man das einmal verstanden, ist man bereit für die De Minimis Rule. Und die schauen wir uns natürlich später ausführlich an. Aber halt, es gibt noch einen Anknüpfungspunkt. Anknüpfungspunkt 4. Güter, die im Ausland hergestellt wurden, die keine US-Produkte beinhalten, aber die das direkte Produkt aus US-Technologie oder Software sind oder mit Fertigungsanlagen oder Hauptkomponenten von Fertigungsanlagen hergestellt wurden, die wiederum das direkte Produkt von US-Technologie oder US-Software sind. Hier wird's noch kniffliger. Willkommen bei den Foreign Direct Product Rules, kurz FDP Rules. Hier muss man wirklich eine Einzelfallbetrachtung vornehmen. Ganz grob gesagt, es gibt derzeit 11 verschiedene Anwendungsfälle der FDP-Rules im Paragraph 734.9 EAR. Hier geht es um US-Software und US-Technologie aus dem Bereich der Halbleiterindustrie, um Supercomputer, KI-Modelle oder auch gelistete Geschäftspartner oder kritische Länder. Die FDP-Rules sind der lange Arm der USA für Hochtechnologie, nicht für Bleistifte. Eine super Hilfestellung für die Einzelfallbetrachtung, die euch Schritt für Schritt durchführt, findet ihr auf Solid. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Hilfe! Ich falle unter einen dieser Anknüpfungspunkte. Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt gekommen, um nochmals auf den Decision Tree zu schauen. Habe ich keine US-Produkte, biege ich mit einem No ab und muss mich nicht mehr weiter mit den EAR beschäftigen.
Findet man US-Produkte im eigenen Warenstamm, dann muss man im nächsten Schritt prüfen, Is your item classified under an ECCN on the CCL? was sich hinter den Begriffen genau verbirgt und was man als Unternehmen konkret machen muss. Darum geht's in Folge 3. So long und schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare. Bis bald!